Hier erfährst du, was eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit ausmacht und was du dabei unbedingt beachten solltest. Ein innovatives Projekt umzusetzen ist schon mal die halbe Miete. Jetzt müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit und im Speziellen eure Zielgruppe davon erfährt. Wo wollt ihr wann und wie werben? Wo? Welche Werbekanäle eignen sich für meine Zielgruppe am besten? Welche Kanäle sich zur Bewerbung eures Projektes eignen, hängt stark von eurer Zielgruppe ab, die ihr ja bereits herausgearbeitet habt. Zum Beispiel wollt ihr gerne junge und Social-Media-aktive Menschen ansprechen? Legt euren Fokus auf Social-Media-Werbung. Wollt ihr zum Beispiel einen Personenkreis im Alter von 50 plus ansprechen? Lohnt sich ein alleiniger Fokus auf Social-Media-Kampagnen höchstwahrscheinlich nicht. Welche Kanäle und Medien gibt es, um euer Projekt zu bewerben? Egal ob auf Facebook, Twitter, Instagram oder Ähnlichem, kreiert und postet Content und erstellt Veranstaltungen. Für das Projektteam einen Social-Media-Kanal zu erstellen, lohnt sich besonders bei langfristigen Projekten, die verstetigt werden sollen. Für kurzlebige Projekte fragt bei schon gut laufenden Social-Media-Kanälen an, ob ihr eure Werbung darüber teilen könnt. Zum Beispiel über die Kanäle des Green Office oder eure KooperationspartnerInnen. Auch bezahlte Werbung auf Social Media ist möglich. Ihr könnt passgenaue Angaben zu eurer Zielgruppe geben. Auch mit einem Post oder einer Posting-Reihe in einer jeweilig thematisch passenden Facebook-, WhatsApp- oder Telegram-Gruppe kann die passende Zielgruppe erreicht werden. Dafür könnt ihr auch eure privaten Accounts nutzen. Print. Über die Wirksamkeit von Flyern und Plakaten lässt sich streiten. Einige schwören auf ihre Wichtigkeit, andere empfinden sie als unökologische Verschwendung. Solltet ihr euch also für Printprodukte entscheiden, achtet nicht nur auf die finanziellen, sondern auch auf die ökologischen Kosten. Könnten beispielsweise auf Flyer verzichtet und nur Plakate gedruckt werden? Könnte eine umweltbewusste Druckerei beauftragt werden? Könntet ihr die Plakate selber basteln, zum Beispiel mit Schablonen oder Stempeln? Dafür könnt ihr auch die Rückseite von alten Plakaten nutzen. Journalistische Medien wie Zeitung, Radio oder Fernsehen. Ihr wollt die ganz große Aufmerksamkeit. Oder ihr möchtet, dass in der Presse euer Projekt beworben oder darüber berichtet wird? Hat euer Projekt eher einen lokalen und regionalen Bezug oder handelt es sich um ein sehr großes Projekt mit überregionalem Bezug? Entscheidet anhand dieser Frage, ob ihr lokale, regionale oder überregionale Presse mobilisieren wollt. Bei lokaler und regionaler Presse lohnt es sich, euer Pressematerial an die jeweilige Ressortleitung zu schicken und kurz darauf nochmal telefonisch Kontakt aufzunehmen. In Hildesheim gibt es zum Beispiel die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, den Kervida am Sonntag, den Hookup oder Radio Tonkohle. Bei überregionaler Presse lohnt sich eine Kontaktaufnahme über etablierte PR-VertreterInnen. Dafür stehen wir im Green Office auch als VermittlungspartnerInnen zur Verfügung. Für die Kontaktaufnahme benötigt ihr so oder so Pressematerial. Wahrscheinlich habt ihr schon mal das Wort Pressemitteilung gehört. Dabei handelt es sich um eine Mitteilung, die an PressevertreterInnen geschickt wird. Daraufhin entscheiden diese, ob sie über das Projekt berichten wollen oder nicht. Eine Pressemitteilung ist im besten Fall 1 bis 2 Seiten lang, verfügt über einen übersichtlichen Aufbau durch Absätze, Hervorhebungen und Überschriften. Was muss darin enthalten sein? Ihr braucht eine treffende Überschrift, alle Infos über das Projekt, wer, was, wann, wo und so weiter. Achtet auf ein einheitliches Layout, eine gute Rechtschreibung und eine spannende und klare Projektbeschreibung. Zusätzlich braucht ihr auch ein Pressefoto. Eine Visualisierung eures Projektes macht euer Vorhaben greifbarer. Wie könnt ihr euer Projekt darstellen? Denkt daran, nicht zu kleinteilige Fotos zu wählen und Fotos in einer guten Auflösung von mindestens 300 dpi zu verwenden. Wie könnt ihr noch an eure Zielgruppe kommen? Es gibt auch noch den guten alten Infostand. Geht mit euren Infos einfach dorthin, wo eure Zielgruppe ist und sprecht gezielt Leute an, verteilt Flyer und verbreitet eure Idee, zum Beispiel in der Mensa, den Hörsälen oder vor der Bibliothek. Für Infostände ist an vielen Orten eine Genehmigung durch die Raumverantwortlichen notwendig, wie zum Beispiel in der Mensa. Plant eure Infoaktion zu sinnvollen Zeiten, zum Beispiel zu Stoßzeiten nach einer Vorlesung. Setzt auf Gespräche und verteilt nicht einfach so schnell wie möglich eure Flyer. Meistens landen die nämlich direkt im nächsten Mülleimer. Tipp: Besonders Infostände, die nicht einfach nur Infomaterialien auslegen, sondern auf Interaktion setzen, sind sehr vielversprechend. Interaktion könnt ihr zum Beispiel durch ein Quiz, ein Gewinnspiel oder einen kleinen Test erreichen.
Wann ist der beste Zeitpunkt für Werbung? Das Wann ist abhängig von der Projektart. Handelt es sich um ein Event, zum Beispiel um ein Konzert, für das ihr Publikum werben wollt? Werbt mit einem gewissen Vorlauf. Es bietet sich an, Plakate und Flyer circa ab 4 Wochen vor dem Event zu verteilen. Pressemitteilungen können circa 14 Tage vor der Veranstaltung versendet und anschließend abtelefoniert werden. Ihr wollt per Mail oder über einen Newsletter werben? Macht das am besten zweigestaffelt. Als erstes werbt ihr circa 4 Wochen vor dem Event mit einer Einladung. Und als zweites, ein paar Tage vor dem Event nochmal mit einem Reminder. Social Media. Wie viel ihr hier posten könnt, hängt ja davon ab, ob ihr über euren eigenen Kanal oder über den Kanal von KooperationspartnerInnen postet. Informiert circa 1 bis 3 Wochen vorher über euer Projekt oder euer Event. Überlegt euch dafür einen für euch und zum Projekt passenden Rhythmus, zum Beispiel 1 Woche lang täglich. Handelt es sich aber um eine Installation oder eine Publikation, gelten andere Regeln. Werbt kurz vor der Fertigstellung des Projektes, damit Interessierte das Angebot direkt von Beginn an nutzen können. Es bietet sich an, Plakate und Flyer 2 bis 1 Woche vor dem Event zu verteilen, sowie auch nach der Eröffnung. Die Pressemitteilung kann auch hier ca. 14 Tage vor der Veranstaltung versendet und anschließend abtelefoniert werden. Auch die Werbung via Newsletter gestaltet ihr hier am besten zweigestaffelt. Circa 1 Woche davor und dann nochmal ein Reminder am Tag der Eröffnung. Wie viel ihr auf Social Media werbt, hängt davon ab, wie viel ihr posten könnt. Informiert circa 1 bis 3 Wochen vorher über euer Projekt, euer Event und überlegt euch einen für euch und zum Projekt passenden Rhythmus. Zum Beispiel könntet ihr 2 Wochen lang jeden zweiten Tag etwas posten. Generell gilt, plant genügend Vorlauf ein, plant Reminder ein und versucht Aufmerksamkeit für euer Projekt zu generieren, aber nicht zu nerven. Wie wollt ihr werben? Gebt eurem Projekt einen Wiedererkennungswert, ein Corporate Design. Von einem Corporate Design wird gesprochen, wenn eine Organisation, eine Firma oder in eurem Fall ein Projekt ein einheitliches Erscheinungsbild hat. Dazu gehören vor allem Schriftart, Logo und Farbschema. Nun braucht ihr für euer Projekt kein ganzes Team aus GrafikerInnen, um einen Wiedererkennungswert zu garantieren. Denn gerade bei einem einmaligen oder sehr kurzen Projekt könnte der Aufwand für ein Corporate Design ein wenig zu hoch sein. Aber schon eine einprägsame Schrift oder eine Visualisierung neben dem Projektnamen können einen hohen Wiedererkennungswert haben und euer Vorhaben professioneller wirken lassen. Tipp: Niemand aus eurem Team fühlt sich in der Lage, ein Logo zu erstellen oder ihr habt für so etwas gar keine Zeit. Es gibt online kostenlos Möglichkeiten, um ein einfaches Logo zu erstellen und zu downloaden. Gebt Logo erstellen einfach in die Suchmaschine eurer Wahl ein und schon werden euch viele Möglichkeiten vorgeschlagen. Auch eine einheitliche Farbnutzung kann eurem Projekt in Sachen Wiedererkennungswert nützlich sein. Diese könnt ihr zum Beispiel auf euren Printprodukten oder bei euren Social-Media-Posts als Hintergrund nutzen. Welche Inhalte solltet ihr bei eurer Werbung auf keinen Fall vergessen? Wichtig sind die Rahmendaten, die W-Fragen. Wann, was, wer, wo. Alle Infos, die von eurem Zielpublikum benötigt werden, um an eurem Projekt teilzunehmen. Vergesst nicht ein ansprechendes Design. Wählt euch eine passende Visualisierung aus, die eure Inhalte gut und auffällig darstellt. Auf eurem Bild sind Menschen zu sehen? Achtet unbedingt darauf, dass niemand schlecht abgebildet wird. Die Welt ist bunt. Achtet deswegen auch auf Diversität. Reproduziert keine Klischees und keine beleidigenden, diskriminierenden und rassistischen Inhalte. Ihr wollt selbst zur Kamera greifen? Achtet unbedingt auf den Datenschutz beim Fotografieren. Zur Veröffentlichung der Bilder benötigt ihr in der Regel die Einverständniserklärung der fotografierten Person oder deren Erziehungsberechtigten. Achtet auch darauf, dass ihr das Urheberrecht des Fotos besitzt oder dass ihr urheberrechtsfreies Bildmaterial benutzt. Es gibt viele Bildkataloge, wo ihr solche Fotos findet. Zu guter Letzt, vergesst niemals die Logos eurer FörderInnen und KooperationspartnerInnen.